Hallo, heute sind wir bei Melodies Kinderparadies. Wir haben wieder April. Der April macht, was er will. Ab April ist wieder unser Becken vorhanden im Gehege. In die Winterzeit haben wir das nicht vorhanden. Erstens gehen unsere Tiere da sowieso nicht rein, weil es denen einfach dann zu nass ist. Im Sommer gehen die halt sehr gerne rein. Wenn es denen auch zu heiß ist, kühlen die sich ab, legen sich hinein. Und ja, wie man halt sieht, neues Grundstück, neue Möglichkeiten. Tolles Grundstück. Ersten Tag, wenn wir herkommen, machen wir sogar nichts mit unseren Tieren. Viele fragen immer, ja, wie sieht denn hier der Ablauf mit den Tieren aus? Den ersten Tag müssen wir mit unseren Tieren gar nichts machen, weil die ein komplett neues Terrain haben, um das zu markieren. Die sind so doll mit beschäftigt, neue Gerüche aufzunehmen, ihr Revier zu markieren, neue Äste, neue Zweige. Und damit ist das Tier locker 1 bis 2 Tage beschäftigt. Und danach fangen wir auch wieder an, wenn wir merken, es wird ihm vielleicht ein bisschen langweilig, wieder mit ihnen zu trainieren. Dieses Training dauert nie länger, 10, 15 Minuten am Tag, das 2-mal. Ja, und damit ist der Tiger komplett ausgelassen. Da sieht man einfach, kann unser Tiger hier einfach Tiger sein. Das tolle Grün genießen. Ja, die Belle hat jetzt gerade da einen Knochen. Sie möchte nicht, dass unser Cäsar so nah an ihr rankommt. Das macht unser Cäsar halt auch nicht, weil die möchten jetzt nicht unbedingt eine Rauferei untereinander haben. Da sagen die sowieso, wir warten bis heute Abend ab und dann kriegen wir halt unsere richtige Portion. Jetzt ist das nur ein reiner Beschäftigungsknochen, mit denen die halt ein bisschen herumknabbern und spielen können. Wir sind jetzt gerade bei den Tigern im Bereich. Der dient, wie schon gesagt, zum Transport oder halt auch zur Fütterung. Wenn wir halt eine große Fütterung, heute Abend ist die meistens so um 20 Uhr. Ist nicht immer um 20 Uhr, ist auch manchmal morgens, ist mal abends. Also es ist immer eine abwechslungsreiche Fütterung, damit die Tiere halt auch immer beschäftigt damit sind. Wann kriege ich mein Essen? Wenn ich das jeden Tag an derselben Uhrzeit machen würde, dann würden die halt nonstop auch an derselben Uhrzeit auf und ab gehen. Das nennt man positives Appotenzverhalten. Das macht jetzt hier gerade unsere Moira. Die meint jetzt, dass sie gerade was zu essen bekommt. Ja, da haben wir hier die Schieber. Die Schieber sind sogar damit, wie ich schon gerade gesagt habe, damit nicht der Stärkste das meiste bekommt. Dann haben wir hier eine Luke, da stecken wir hier vorne das Fleisch hinein. Da kann man von draußen nach innen aufmachen. Dann haben unsere Tiere nonstop, sei es während der Fahrt oder halt auch, wenn wir aufhaben, nonstop Wasserzugang. Und dann nehmen die meist das Fleisch und legen sich hier oben schön drauf. Ja, so sportlich wie ein Tiger bin ich zwar nicht. Und dann können die einfach hier ihr leckeres Steak genießen. In der Natur würden die es genauso machen. Das heißt, da brauchen die auch gar nicht so ein großes Terrain. Dann nehmen die ihre Beute, gehen auf einen Baum hinauf, zum Beispiel der Löwe, und essen dann da ganz in Ruhe, damit er halt nicht gestört wird. Aus dessen Grund wird halt das Tier auch separat getrennt, damit er halt auch nicht von den anderen gestört wird beim Essen. Und wenn er mal durstig ist, dann geht er hin zu seinem Wassernapf, trinkt einen Schluck und geht wieder oben hinauf und esst was. Wir haben die Hälfte des Geheges immer mit Einstreu, die vordere Hälfte nicht. Aus dessen Grund, wenn das Fleisch halt rauskommt, es ist sehr feucht, nass,
damit die halt auch keine Verstopfung bekommen, nehmen die meistens das Fleisch und gehen auf den oberen Bereich. Wir haben jetzt gerade das Gehege gewechselt, den Innenbereich und auch das Außengehege. Das heißt jetzt die rechte Gruppe ist jetzt auf der linken Seite und die riechen jetzt überall an den Gerüchen, man sieht es auch. Die legen sich in den Sägenspäne rein, wälzen sich gleich und das gleiche passiert auch gleich im Außenbereich, wo jetzt Bell und Cäsar gestern noch waren. Und die kommen jetzt hier gleich im Außenbereich und jetzt riechen die gerade an ihre ganzen Gerüche, um dieses Revier zu markieren. Das dient auch gleich als Beschäftigung für unsere Großkatzen. Man sieht überall, wo die markiert haben, da haben Bell und Cäsar vorher markiert und jetzt macht das unser Moira, unser Philo und unsere Kira. Die Gerüche sind sehr interessant. Zack, eine Markierung. Sind wir auch in der Außenanlage von unseren Großkatzen und diese ganze Außenanlage, das haben wir so konstruiert, dass das alles hier im Innenbereich, in diesem Bereich kommt, diese Wände hier sind zum Klappen, hier hinten wo der Kette dran ist, das wird dann alles rechts und links geschoben. Unsere Großkatzen kommen in den ganzen vorderen Bereich verteilt. Natürlich ist das wie ein Kind. Ein Kind hat einen Kindersitz. Die werden angeschnallt. Unsere Tiere können wir während der Fahrt natürlich nicht so einen ganz großen Raum lassen, weil falls wir mal eine Notbremsung machen müssten, dann hätten wir das Problem, dass das hier Verletzungen hat. Das würde von links gegen der Wand schleudern. Das wollen wir natürlich vermeiden. Aus dessen Grund ist jedes Tier dann halt separat auf der rechten Seite. Hier ist das ganze Material, die ganze Raubtieranlage, das sind über 300 Quadratmeter, sind alle hier im Innenbereich. Das ist sehr schmales Material, dieses Badebecken, das kommt alles hier rein. Das heißt, wir haben nur einen Transport. Der Transport dauert durchschnittlich Stunde, vielleicht auch 2. Also wir haben nicht so einen großen Transportwechsel. Ist nicht wie in der Fleischindustrie, wo unsere Tiere ja mehrere hunderte Kilometer transportiert werden. Und auch selbst das wäre nicht schlimm für unsere Tiere, weil man sieht, die haben hier nonstop Wasserzugang. Die haben frische Luft, wir haben hier überall Fenster eingebaut. Also wir achten schon sehr doll auf Wohl des Tieres. Für uns ist aber sehr wichtig die Sicherheit, die Gewährleistung unserer Gäste und unserer Tiere. Das heißt zum Beispiel der Aufbau, der dauert mehrere Stunden, weil wir halt auch eine Sicherheit unseren Gästen geben müssen. Bevor wir halt aufmachen unseren Betrieb, haben wir Kontrolle von das Ordnungsamt. Die schauen nochmal das Gehege nach. Und das Tierwohl, da geht es meistens um das Veterinäramt, die kommen hierher. Und ab und zu haben wir nochmal die Artenschutzbehörde hier, die kontrollieren auch nochmal teils die ganzen Papiere, ob die auch alle übereinstimmen. Wir können unsere Tiere zum größten Teil alle auslesen, so wie man einen Hund oder eine Katze auslesen kann. So können wir das halt auch mit unseren Tigern machen. Ja, wie Sie ja wissen, schon von einigen Videos, ich habe Ihnen ja schon mal über das Geräusch was gesagt. Das ist das Wohlfühleffekt. Jetzt hört man es vielleicht sogar sehr gut von unserem Philo, ne? Das ist wie als wenn eine Katze schnurrt. Der Tiger kann nicht schnurren. Der macht dieses
Ausatmen, dieses Pusten. Einige Gäste meinen, der hat Schnupfen oder der ist krank. Nein, der ist nicht krank. Das ist einfach ein Wohlfühleffekt. Sie sehen, er hat es gerade gegeben zu mir und so wissen wir halt, dass es ihnen auch gut geht. Schreibt jetzt eure Fragen in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.